Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Der Kaiju-Äger bietet den Zuschauern zuallererst eines: tolle Unterhaltung mit riesigen unbekannten Wesen. Neben den erwähnten Kaiju ist es auch noch wichtig, dass eine interessante Geschichte des Films den Rahmen bietet. Ob stark politisch angehaucht, auf die Umwelt bezogen oder auch mal etwas abgefahren, ist nicht schlimm. Sie müssen einen unterhalten und das macht das Genre mehr als gut. Wenn zu einer Geschichte noch ein interessanter Charakter dazukommt, wird es gerade spannend. Der Kaiju-Äger bietet in seiner langen Tradition leider nur recht wenige, aber das ist auch nicht so schlimm. Das Genre hat zwar durchweg richtig tolle Schauspielerinnen und Schauspieler, doch richtige Filmcharaktere sind bisher nur eine Handvoll zustande gekommen. Dafür bleiben diese jedem in Erinnerung und es ist lohnenswert, sich einmal darüber zu unterhalten. Ist das deine Erfindung? Ja, das ist meine Erfindung. Beginnen wollen wir beim allerersten Godzilla-Film mit dem wahrscheinlich prägendsten Charakter des gesamten Genres: Dr. Serizawa. Er taucht in der japanischen Godzilla-Reihe sowie im Monsterverse von Legendary Warner Bros. Auf. Fangen wir aber bei seinen Wurzeln 1954 an. Der volle Name des Mannes lautet Daisuke Serizawa und er wird von dem großartigen Schauspieler Akihiko Hirata verkörpert. Dr. Serizawa wird uns im zweiten Akt des ersten Godzilla vorgestellt. Als Wissenschaftler der Chemie hat er weltweit einen anerkannten Ruf, sogar bis nach Deutschland. Die Hauptprotagonistin Emiko kennt ihn durch ihren Vater Professor Yamane seit Kindheitstagen. Emiko wird von dem Reporter Hirigawa besucht und er weiß bereits, dass Dr. Serizawa eine Erfindung hätte, die Godzilla besiegen kann. Als die beiden ihn besuchen, wimmelt er den Reporter ab. Er vertraut nur Emiko und nimmt sie mit in sein Labor, wo er ihr die grausamste Waffe der Menschheit zeigt. Serizawa möchte, dass sie keinem davon etwas sagt. Als Godzilla schließlich Tokio in Schutt und Asche legt und Emiko das Leid und Elend nicht mehr aushält, erzählt sie ihrem Freund Ogata von dem Treffen mit Serizawa und berichtet erstmals von seiner zerstörerischen Erfindung, dem Oxygenzerstörer. Der jedes Lebewesen tötet. Er zersetzt den Sauerstoff und macht jedes Leben unmöglich. Die beiden wollen ihn überzeugen, doch Serizawa hat Angst und Zweifel. Seine Erfindung entzieht der Luft den Sauerstoff und alles Leben würde sofort ausgelöscht sein. Wird diese Erfindung einmal eingesetzt, kann niemand dafür garantieren, dass sie nicht missbraucht werden würde. Man merkt, wie zerrissen dieser Charakter ist und eigentlich steht er mit dem Rücken zur Wand. Godzilla würde nämlich wieder auftauchen und erneut Leben auslöschen. Durch einen Mädchenchor, die Gebete an die Nationen richten, ändert er seine Meinung. Er wird den Oxygenzerstörer gegen Godzilla einsetzen und letztlich damit auch sein Schicksal besiegeln. Denn der Wissenschaftler zerstört seine gesamten Forschungsunterlagen. Es gibt nur einen Menschen, der den Oxygenzerstörer richtig bedienen kann. Und das ist der Erfinder selbst, Dr. Serizawa. Wir wissen von der Erfindung nichts. Er hat kein Wort darüber verraten. Als Serizawa und Ogata Godzilla auf den Grund des Meeres aufspüren, bleibt Serizawa neben dem König der Monster stehen. Er zündet den Oxygenzerstörer, der sofort mit dem Wasser reagiert, und schneidet das Seil durch, mit welchem er nach oben gezogen werden kann. Seine letzten Worte richten sich an Ogata und Emiko. Er wünscht ihnen eine glückliche Zukunft und dann endet der Kontakt. Serizawa opfert sich und beide, Godzilla und er, erleiden denselben Tod. Ogata, ich tat meine Pflicht. Werden Sie glücklich mit Emiko. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl. Dr. Serizawa von 1954 ist ein derart tragischer Held, dass man kaum im Film- und Kinogenre etwas Vergleichbareres findet. Einerseits entwickelt er mit dem Oxygenzerstörer die Waffe, mit der Godzilla vernichtet werden kann, und er würde als Volksheld in die Geschichtsbücher eingehen. Andererseits war dies sein Untergang. Er ist ein sehr disziplinierter und leidenschaftlicher Wissenschaftler, der aber auf die Büchse der Pandora stieß. Er studierte chemische Elemente und ihre Wirkung auf Objekte und Lebewesen. Dabei stieß er auf die so unheilvolle Entdeckung, wie man Sauerstoffatome verflüssigen kann. Mit der Entdeckung des Mikrooxygens wurde ihm bewusst, welche Möglichkeiten, positiv wie negativ, daraus entstehen können.
Doch Serizawa war diesbezogen ein Pessimist. Durch seine Lebenserfahrung wusste er, dass die Menschheit noch sehr unreif ist, verantwortungsbewusst mit dieser Erfindung umzugehen. Der Umgang mit Kernwaffentest führte nämlich dazu, dass Godzilla erst entstand. Daher entschied er sich, sie nicht publik zu machen. Er musste im Zweiten Weltkrieg kämpfen und verlor in einer Schlacht sein rechtes Auge. Darum trägt er auch die markante schwarze Augenklappe. Emiko kennt Serizawa durch ihren Vater und er fing an, für sie Gefühle zu entwickeln. Doch Emiko sah in ihm den älteren Bruder und entschied sich für Ogata. Daisuke Serizawa ist ein ehrenwerter Mann mit Idealen und ethischen Vorstellungen. Dem Tode nahe verabschiedete er sich von Ogata und Emiko und nahm auch die Erkenntnisse des Oxygenzerstörers mit sich. Ein Mann, der voller Selbstzweifel war, traf in seinen letzten Augenblicken richtige und notwendige Entscheidungen. Serizawa. Sein Name taucht in der Godzilla-Reihe immer mal wieder vereinzelt auf. Am prägendsten wahrscheinlich in Godzilla vs. Destroyer. Dort wird versucht, einen zweiten Oxygenzerstörer zu entwickeln, um den vor einer Kernschmelze stehenden Godzilla zu töten. In Rückblenden, sogar mit dem Miko Yamane, die erneut von Momoko Kochi verkörpert wird, sehen wir ihre Erinnerungen und Mahnungen, die Hände von dieser Waffe zu lassen. Doch die Geister der Vergangenheit holen die Menschen nun ein. Als 1954 Dr. Serizawa den Oxygenzerstörer zündete, traf er auch mikroskopisch kleine Lebewesen aus dem Zeitalter des Präkambriums. Diese fangen nun an zu mutieren und daraus entsteht das übermächtige Kaiju Destroyer. 2002 wird Dr. Serizawa ebenfalls kurz erwähnt, als es darum geht, eine ebenbürtige Waffe gegen Godzilla und andere Kaiju zu entwickeln, da Japan immer Ziel dieser Geschöpfe ist. Die Geheimnisse dieser Waffe nahm sein Erfinder Dr. Serizawa mit ins Grab. Im heutigen Monsterverse wird der Charakter von dem großartigen Schauspieler Ken Watanabe gespielt. In Anlehnung an die Toho-Klassiker bekam er auch den Namen Ishiro Serizawa. Ishiro bezieht sich auf Regisseur Shiro Honda, der nicht nur den ersten Godzilla inszenierte, sondern den überwiegenden Teil der Filme der Showa-Ära drehte. In meinen Augen eine sehr lobenswerte Geste von Hollywood. Leider erfährt man durch die Monsterverse-Filme nur wenig über diesen Charakter. Vorgestellt wird er detaillierter im Comic Godzillas Erwachen, welches kurz vor der Premiere von Godzilla 2014 erschien. Der Vater von Ishiro Serizawa heißt Eiji Serizawa. Wieder ein toller Tribut der Traumfabrik, denn der Vorname Eiji bezieht sich auf den Spezialeffekte-Regisseur Eiji Tsuburaya. In dem Comic erfährt der Leser etwas über die Bindung zu Godzilla, welche dann auch das Schicksal der Familie Serizawa wird. Ishiro wird in Hiroshima geboren und als Säugling erlebt er am 6. August 1945 mit, wie die Atombombe detoniert. Bei dieser Katastrophe verliert er auch seine Mutter. Eiji Serizawa begleitet seitdem die Ereignisse, die Godzilla und die anderen Titanen verursachen. Nach dem Tod von Vater Eiji tritt sein Sohn Ishiro der Geheimorganisation Monarch bei und studiert den Titan. Er betrachtet Godzilla als Wächter, der das Gleichgewicht auf der Erde in Balance hält. Diese Ansätze vertritt er auch in Godzilla von 2014, dem ersten Teil des Monsterverse. Sein Opfergang in Godzilla 2 King of the Monsters ist zwar emotional, ist aber auch das absolute Gegenteil der Rollen zum Original. 1954 tötete Serizawa Godzilla mit dem Oxygenzerstörer. Hier opfert sich Serizawa, nachdem Godzilla vom Oxygenzerstörer attackiert wurde. Da muss ich auch nochmal eine persönliche Sicht einwerfen. Die Geschichte, die der Oxygenzerstörer hat und die allgemeine Bedeutung, die er im Genre vertritt, beißt sich total mit seinem Einsatz in Godzilla 2. General Stans sagt einfach, dass ein Oxygenzerstörer erfunden wurde, zündet ihn im Kampf der Titanen und fertig. Ich mag den Film wirklich. Aber wie dieses Story-Element dem Zuschauer so kurz um die Ohren gehauen wird, finde ich nicht cool. Als einzige Möglichkeit, Godzilla mit nuklearer Energie zu versorgen, ist die Zündung eines von Hand zu betätigen Atomsprengkopfes. Serizawa entschließt sich, sein Leben dem Geschöpf zu geben, welches er so lange studiert hat. Er steht dem König leibhaftig gegenüber und seine Bewunderung für den Titan ist deutlich zu sehen. Serizawa kann sich von seinem Geschöpf verabschieden, bevor der Sprengkopf detoniert und Godzilla somit neue Kraft hat, um gegen Ghidorah zu bestehen. Ein sehr emotionaler Moment, doch ich persönlich hätte es toll gefunden, Serizawa nicht sterben zu lassen.
Im Nachfolger Godzilla vs. Kong wird es jedoch richtig konfus. Dort wird uns der Charakter Ren Serizawa vorgestellt. Er gilt tatsächlich als Sohn von Dr. Serizawa. Jedoch ist sein Charakterprofil dermaßen eintönig und auf Mainstream gerichtet, dass es mir als Fan wirklich schwerfällt, diesen zu sehen. Im Gegensatz zu seinem Vater engagiert er sich nicht für die Erforschung Godzillas, sondern er arbeitet für das Hightech-Unternehmen Apex, welches Mechagodzilla herstellte. Im Film wird gar nicht auf seinen Charakter eingegangen. Nur im Buch zu Godzilla vs. Kong wird erwähnt, dass sein Vater mehr Wert legte auf die Erforschung Godzillas als auf ihn. Daher entschied er sich, für die andere Seite zu arbeiten. Ein mögliches Motiv ja, aber es passt so gar nicht auf die Rolle, die Dr. Serizawa im Kaiju-Genre besitzt. Daher finde ich den Dr. Serizawa im Monsterverse hervorragend umgesetzt von Schauspieler Ken Watanabe, doch das Potenzial aus der Figur wurde nicht komplett herausgeholt. Dr. Serizawa ist auch deswegen bekannt, weil er äußerst starke visuelle Merkmale hat. Der weiße Kittel, die schwarze Augenklappe, aber auch das Charaktergesicht von Schauspieler Akiko Hirata machen ihn unvergesslich. Ohne Zweifel kann man sagen, dass dieser Charakter das menschliche Markenzeichen im Kaiju-Eiga ist. Im nächsten Video widmen wir uns einer Jungfrau, die mit ihren telepathischen Fähigkeiten einen Zugang zum König der Monster hat und dadurch das Kaiju-Eiga-Genre für immer verändern wird. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Menschheit um jeden Preis vor Godzilla gerettet werden müsste. Aber jetzt habe ich meine Meinung geändert. Es war Frankenstein.